Der neue Mond in Google Earth. Mit der Google Earth-Komponente Moon haben Sie nun tolle Möglichkeiten. Sie können sich von Apollo-Astronauten an Landeplätzen herumführen lassen. Sie können sich 3D-Modelle von gelandeten Raumfahrzeugen ansehen. Sie können Fotos mit einem Blickwinkel von 360 Grad heranzoomen und die Fußspuren der Astronauten entdecken. Sie können sich aber auch seltene TV-Aufnahmen der Apollo-Missionen ansehen. Klicken Sie auf das Planetensymbol und wählen Sie aus dem Menü den Befehl Mond. Deaktivieren Sie in der Ebenenleiste alle Ebenen und aktivieren Sie die Ebene Historische Karten, geologische Karten. Mit den historischen Karten können Sie echte Plankarten der Apollo-Missionen erkunden. Diese Karten wurden zur Überwachung der Astronauten bei den Missionen erstellt. Klicken Sie hingegen in der Ebenenleiste auf Topographische Karten, werden eben diese eingeblendet. Wenn Sie auf menschliche Artefakte klicken, erfahren Sie, welche Objekte der Mensch bereits am Mond bei seinen Missionen zurückgelassen hat. Über den Link Learn More about Surveyor 6 laden Sie zum Beispiel die relevanten Informationen von Wikipedia in Ihren Browser. In der Ebene Apollo-Missionen erfahren Sie alles Wichtige über die einzelnen Apollo-Missionen und deren Landeplätze. Sie können hier seltene Videos betrachten, zum Beispiel das Video von Neil Armstrongs ersten Schritten auf dem Mond. That's one small step for man, one giant leap for mankind. Aber auch ein 3D-Modell des ersten Mondlandemoduls, der Eagle, können Sie betrachten. Schließlich können Sie noch in einigen 360-Grad-Panoramafotos, die von den Astronauten selbst aufgenommen wurden, einen Rundumblick auf dem Mond erleben.
Das ist Buzz Aldrin. Apropos Buzz Aldrin. Er macht für Sie eine geführte Tour auf dem Mond, damit Sie sich nicht verlaufen. Dazu klicken Sie auf die Ebene Geführte Touren. Blenden Sie durch Mausklick die gewünschte Tour und auch die Ebene Tour Resources ein. 2 Touren können erlebt werden, eine von Buzz Aldrin und eine weitere von Harrison Schmitt. I'm Jack Schmitt, Apollo 17 astronaut and geologist. Flew on the Apollo 17 mission in December of 1972. The crew of Apollo 17 was an aggregate of 2 backup crews, Apollo 14 and 15. I replaced Joe Engle on that crew, and Gene Cernan would be the commander, and Ron Evans was going to continue as the command module pilot. Gene Cernan got out of the spacecraft first, and I followed him fairly quickly afterwards. We were in a valley deeper than the Grand Canyon of the Colorado. The mountains on either side were 2,100 meters, or about 7,000 feet high. The sun was as brilliant as any sun that you can imagine. Even more impressive was the Earth, which was hanging over one of the mountains and stayed hanging over that mountain, the South Massif. And that was really a magnificent sight for me, and that's what I remember as being sort of my first real impressions of the Valley of Taurus-Littrow. After the deployment of the Apollo Lunar Surface Science package, we had enough time for an abbreviated exploration traverse that originally was supposed to go out to a crater called Powell. However, we had to cut that short, and we stopped that traverse at a crater known as Steno. Steno was a place to gain samples of the upper part of the basalt lava flows that had partially filled this deep mountain valley called Taurus-Littrow. We also, during that excursion, realized that we couldn't continue to drive without the right fender. Now, what happened to the right fender? Well, it was broken off when Gene Cernan walked by it with a hammer in his pocket and hooked that hammer around the fender and broke it off. That created a sort of rain of dust down on us and our equipment. The Apollo Lunar Roving Vehicle, or LRV, was a very, very effective field vehicle for us. It weighed about 450 Earth pounds. You could drive it about 12 kilometers an hour. That speed was sufficient. It seemed a lot faster than it sounds, because every time you hit a bump in 1/6 gravity, you'll bounce off the surface for a while. We took it up to 18 kilometers an hour down a ridge and decided that was probably a little bit too fast. But it has been realized for a long time that if you have a pressurized rover that allows you to use consumables that you carry on the rover, you not only can increase your distance away from the lunar module, but you can think about going several days. Recently, that concept has taken form in a pressurized rover that is large enough to normally have 2 astronauts working within it. In an emergency, could take up to 4 astronauts, and would allow those astronauts to make critical judgments on where they were going to work before even getting into their suits and getting out onto the lunar surface.